Was wollte Satoshi Nakamoto, als er 2008 Bitcoin ins Leben rief? Er wollte ein faires elektronisches Bargeldsystem schaffen. Doch sind wir mal ehrlich, gibst du Bitcoin gleich wieder aus, nachdem du es dir gekauft hast? Nur 8 von 100 Menschen halten Bitcoin gerade weniger als einen Monat. Der Rest hortet seine Coins lieber. Solange Bitcoin im Wert steigt, wird Bitcoin mehr zum digitalen Gold als zum Bargeld. Satoshi hätte mit uns geschimpft. Das Projekt Casper will es erneut versuchen und setzt Bitcoins Protokoll neu um, ohne Bitcoin ersetzen zu wollen. Bitcoin soll das wertvolle Gold werden, was mehr gehalten wird. Cas das weniger wertvolle Bargeld, das schneller seinen Besitzer wechselt. Damit der Casper-Coin zum neuen digitalen Silber wird, muss das Casper-Netzwerk aber viel schneller arbeiten als Bitcoin, also skalierbarer sein. Tatsache ist, Casper schafft jetzt schon einen Block pro Sekunde, wohingegen Litecoin, das andere, ältere digitale Silber, 2,5 Minuten braucht. Wie, was jetzt? Wie viele digitale Silber soll es noch geben? Casper bezeichnet sich dabei als das schnellste und skalierbarste Proof-of-Work-Netzwerk. Ist das so? Was macht Casper besonders? Für Casper war klar, ein Staking-Mechanismus, wie ihn zum Beispiel Ethereum hat, kommt für ein dezentrales Geldsystem überhaupt nicht in die Tüte. Umweltfreundlichkeit oder Schnelligkeit hin oder her. Staking mache Reiche noch reicher und einzelne große Validatoren würden zu viel Macht bekommen. Proof of Work hingegen, wo Miner, Hardware, Energie und Ländereien investieren müssen, das grenzt die Teilnehmer auf eine natürliche Weise ein. Also gut, dann der schwierige Weg. Casper nahm das Bitcoin-Protokoll her und suchte auf der alten Grundlage nach neuen Lösungen. Was kam raus? Es kam das aktuelle Casper-Netzwerk raus. Eine reine Layer-1-Schicht, auf der Transaktionen aufgezeichnet werden können. Dieser Rohbau hat noch keine Stockwerke, keine Second Layer, wie sie zum Beispiel Ethereum hat. Doch wie arbeitet dieser Rohbau effektiver? Casper geht jetzt her und verändert diesen Rohbau. Die lineare Struktur der Blockchain, wie die von Bitcoin zum Beispiel, wird mit der Struktur eines gerichteten azyklischen Graphen, eines DAG, gemischt. Das Ergebnis ist ein Block-DAG. Eine Netzwerkstruktur, bei dem die Blöcke parallel existieren. Wie schaut sowas aus? So schaut das aus. In der Mitte erkennst du eine gedankliche Mittellinie, die von der Struktur wie eine kettenförmige, lineare Blockchain ausschaut. Drüber und drunter siehst du zusätzliche unter- oder übergeordnete Blöcke. Das ist der typische Ansatz eines DAG. Zusammen ergibt sich eine kreuz und quer verlaufende Blockchain, der Block-DAG von Casper. Dieser Block-DAG wird dabei von Minern wie bei Bitcoin abgesichert. Andere Netzwerke wie zum Beispiel IOTA oder Hedera bauen auf dem Konzept eines DAG auf, haben aber keine klassischen Miner mit einem Proof-of-Work-Mechanismus. Mehr Infos zu IOTA und Hedera findest du in den Videos auf meinem Kanal. Wenn dir die Videos gefallen, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst. Alright, zurück zu Casper. Der Block-DAG verwendet jetzt den erweiterten Zustimmungsmechanismus von Bitcoin. Er heißt bei Casper Ghost DAG, wobei die neuere Version DAG Knight bereits in Arbeit ist. Und Ghost DAG macht jetzt etwas anders als Bitcoin. Und jetzt pass auf, es ist ein bisschen technisch, aber du wirst es lieben. Wir schauen uns zuerst nochmal das Bitcoin-Protokoll an, die Probleme, und dann das, was Casper daraus gemacht hat. Bei Bitcoin konkurrieren die Miner. Stell dir dazu einen Wettkampf zwischen zwei Minern vor. Der Miner, der das mathematische Puzzle am schnellsten löst und für seine aufgewendete Rechenleistung den Proof of Work erbringt, der erhält die Belohnung für den neuen Block. In dem Fall hier gewinnt der blaue Miner. Seine blaue Kette mit dem neuen gültigen Block wird bestätigt. Eine solche Blockbestätigung dauert bei Bitcoin 10 Minuten. Diese lange Validierungszeit macht Bitcoin sehr sicher. Doch sie hat seinen Preis. Denn in der Zwischenzeit haben die anderen Miner wie die Irren gepuzzelt und ihre Blöcke verbreitet. Der grüne Miner als Verlierer hat mit seiner Kette Orphan-Blöcke erzeugt. Das sind verwaiste Blöcke, deren Transaktionen auf dem Abstellgleis stehen bleiben. Die Konkurrenz zwischen den Minern produziert also Restmüll. Würde Bitcoin jetzt mehr Blöcke und Transaktionen verarbeiten, also höher skalieren, würden mehr Orphan-Blöcke entstehen. Dieser Restmüll stört zwar nicht die Hauptkette, doch er stört die Sicherheit. Denn Angreifer könnten diese Orphan-Blöcke jetzt nutzen und so tun, als hätten sie dafür hart gearbeitet. Sie müssten also in Wahrheit gar nicht 51% der Rechenleistung aufwenden, sondern
eigentlich viel weniger, um das Netzwerk zu kontrollieren. Dieser 51% Angriff, das wäre der Super-GAU für ein dezentrales Netzwerk. Das Orphan-Problem führt also dazu, dass Proof-of-Work-Netzwerke wie Bitcoin ihre Geschwindigkeit drosseln müssen, damit sie sicher bleiben. Casper möchte dieses Problem lösen und hat sich Folgendes zu Bitcoins Protokoll ausgedacht. Casper wählt einen neuen Kompromiss zwischen Sicherheit und Schnelligkeit. Der GhostStack-Konsensus von Casper lässt verwaiste Blöcke zu. GhostStack sagt, ich lasse die Miner nicht konkurrieren, sondern zusammenarbeiten. Ich lasse nicht den größten Blockhaufen gewinnen, sondern den besten Haufen. Und ich bevorzuge diejenigen, die am ehrlichsten zusammenarbeiten. Egal, ob ein neuer Block auf dieser Hauptkette liegt oder als Orphan-Block drüber oder drunter. Du siehst hier die Pfeile. Jeder neue Block zeigt auf alle aktuellen Blöcke. Damit Casper die unehrlichen Miner erkennt, verwendet GhostStack einen speziellen Greedy-Algorithmus, der ehrlich arbeitende Blöcke stärker und auch schneller miteinander verbindet als die Blöcke, die in Konflikt dazu stehen. Mit diesen Regeln entsteht an der Spitze im Blockdeck der ausgewählte Block mit einer erkennbaren Reihenfolge. Damit die Angreifer keine Zeit für böse Spielchen haben, wird jede Transaktion sofort pro Sekunde auf dem Blockdeck veröffentlicht. Die Miner haben im Anschluss bis zu 10 Sekunden Zeit, um alles endgültig zu bestätigen. Dieser erweiterte Bitcoin-Mechanismus, der die Orphan-Blöcke neu mit einbezieht, das ist Caspers Kompromiss zwischen Sicherheit und Skalierbarkeit. Bitcoin gehört keinem Unternehmen. Wie ist das bei Casper? Ursprünglich steckte hinter Casper das Unternehmen DAG Labs, gegründet 2018. Polychain Capital finanzierte mit $8 Millionen die Forschungsarbeiten des Teams. Die Kooperation zielte ebenso darauf ab, die passende Hardware zu entwickeln. Kurz vor der Einführung des Mainnets im November 2021 löste sich diese Kooperation zwischen Polychain und DAG Labs aber auf. Beide verzichteten auf Patentrechte. Warum scheiterte diese Zusammenarbeit? Interessiert sich keiner mehr für Proof of Work? Der DAG Labs Gründer äußerte sich in etwa dazu. Der Grund für das Scheitern war eine Kombination aus der Unreife der ASIC-Technologie und, dass eine reine faire Einführung der einzige Weg ist, um Casper eine echte Wachstumschance zu geben, seine Träume erreichen. Daraufhin wurde Casper am 7. November 2021 offiziell eingeführt. Während der Einführung existierte DAG Labs noch, war jedoch bereits mitten im Auflösungsprozess und übergab das Projekt häppchenweise an die Community. Die Anteile der bis dahin geschürften Coins von knapp 850 Millionen Cas, rund 3% des Maximalangebots, wurden angeblich unter Polychain und DAG Labs aufgeteilt. Seitdem wird Casper als Gemeinschaftsprojekt aus einer Mischung ehemaliger Entwickler und unabhängigen Mitgliedern vorangetrieben. Casper sieht sich dadurch näher an Bitcoin oder Monero als an den eher zentraler geführten Projekten wie Solana oder Ripple. Was muss ich über den Gründer von Casper wissen? Einen zweiten Satoshi Nakamoto wird es wohl nie wieder geben. Den Gründer von Casper kennen wir, Dr. Jonathan Sompolinski, Postdoktorand an der Harvard-Universität. Zusammen mit seinem Betreuer Professor Aviv Zohar brachten die beiden Forscher bekannte wissenschaftliche Arbeiten heraus. 2013 entwickelten die beiden zum Beispiel ein spezielles Protokoll, das Ghost-Protokoll, welches Vitalik Buterin später im Ethereum White Paper zitierte. Bei Bitcoin verhalten sich die Coins deflationär. Und bei Casper? Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Bitcoin ist deflationär. Das digitale Silber, unser Cas, verhält sich wie Bitcoin deflationär. Es gibt maximal 28,7 Milliarden Coins. Das ist mehr als 1300 Mal so viel wie Bitcoin hat. Davon sind über 18 Milliarden Coins, rund 65% abgebaut und im Umlauf. Ähnliche Bitcoin versuchte Casper faire Bedingungen von Anfang an zu schaffen. Es wurden im Vorfeld keine Coins vorgeschürft und es gab kein ICO. Typisch für Bitcoin ist das Halving. Hat das Casper auch? Bei Bitcoin bekommen die Miner mit jedem Block, der entsteht, Bitcoin als Belohnung. Diese Blockprämie ist fix und halbiert sich etwa alle 4 Jahre, bekannt als Halving. Bei Casper gibt es auch ein Halving, einen festen Emissionsplan für die Neuschürfung. Nur halbiert sich die Menge an neuen Coins A nach jedem Jahr und B nicht auf einen Schlag, sondern sanft jeden Monat. Der Faktor, diese mathematische Formel dafür, kommt aus der Musik, genauer gesagt aus der chromatischen 12-Ton-Leiter. Bei
Cassper sind das daher die jährlichen chromatischen Phasen. Das erkennst du hier in der Spalte ganz links. Als Beispiel nehmen wir das Jahr 2037. Im Monat 186 werden in Summe nur noch rund 37.000 neue Cas geschifft werden. Klingt das nicht wie Musik in deinen Ohren? Übrigens, Cassper erlebte am 24. November kurz nach Einführung des Mainnets eine Netzwerkstörung. Demzufolge dauerte der Crash rund 48 Stunden an und rief innerhalb der Gemeinschaft Fragen auf, wie widerstandsfähig das Netzwerk ist. Während der Störung nahm das Team Anpassungen am Netzwerk vor, um die Betriebsstabilität zu verbessern. Der Vorfall, den der Cassper-Gründer auch als schwarzen Dienstag deklarierte, erwies sich letzten Endes als Lernerfahrung. Die Community arbeitete an der Behebung des Problems und rückte enger zusammen. Cassper könnte das fehlende Puzzleteil sein. Ein Projekt, das eine technologische Brücke bildet zwischen den Proof-of-Work-Netzwerken einerseits und den Smart Contract-fähigen Proof-of-Stake-Netzwerken andererseits. Denn jetzt kommt's. Cassper plant nicht auf ewig eine reine Layer-1-Transaktionsschicht zu bleiben. Zukünftig sollen Second-Layer-Schichten eingeführt werden, auf denen dann Smart Contract-Funktionen möglich sind. Das ist die Grundvoraussetzung für DeFi, vielleicht auch NFTs? Mit diesem Schritt bekäme der Cassper Coin für die Anwendungen auf Ebene 2 plötzlich Utility. Der Coin wäre dann nicht mehr nur ein Coin für die Miner oder eine Currency für den Nutzer. Cas wäre dann ein Coin und ein Token. Nach dem, was ich so gelesen habe, scheint das Cassper Mining eine profitable und energieeffiziente Alternative im Vergleich zu anderen Proof-of-Work-Netzwerken zu bieten. Grund dafür sind die schnellen Blockraten und der eigene Key-Heavy-Hash-Algorithmus, der auch kleine Miner mit einer niedrigen Hashrate einbezieht. Doch das Projekt ist noch zu jung, das Ökosystem zu klein, um zu sagen, das wird auf jeden Fall das neue digitale Silber. Die frühen Netzwerkteilnehmer profitieren gerade am meisten von der steigenden Beliebtheit und das weiß der Cassper-Gründer auch. Cassper gewinnt an Bedeutung, mehr Augen sind auf uns gerichtet. Wir befinden uns noch am Anfang unseres Wachstumspfads, der grundsätzlich immer noch ein Positivsummenspiel ist. Cassper hat die Diskussion innerhalb der Blockchain-Welt neu entfacht. Proof of Work ist alt, nicht massentauglich, nicht gut für die Umwelt. Und jetzt? Waren wir zu voreilig? Wird Cassper das Blockchain-Dilemma lösen mit Proof of Work? Ach ja, wenn du mehr über Bitcoin, das neue digitale Gold, erfahren möchtest, findest du ein Video zu Bitcoin im Vergleich zu Gold auf meinem Kanal. Warum wird unser Papiergeld immer weniger wert und wie hängt dieser Wertverlust mit Gold und Bitcoin zusammen? Schau es dir unbedingt an, ist super spannend. Den Link zum Video findest du unten angepinnt. Ansonsten hast du Fragen oder Anregungen an mich? Schreib mir doch gern deine Gedanken dazu. Ich lese dein Feedback sehr gern. Bis dann, bleibe ich von Krypto fasziniert. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cassper schafft jetzt schon einen Block pro Sekunde. Kleines Stückchen. Zusammen mit seinem Betreuer Professor Afif Zohar. Aviv, Sprachfehler. Wertvollere. Zungenbrecher. Nochmal.